kochen und abwaschen im Regenwald. Unter was für Bedingungen? Wie Aschenputtel. Es ist Luxusleben, aber immerhin haben wir Wasser bis hier fast als Haus. Guck da, ist ein Wasserhahn. Ich muss nur mit dem Eimer die 7 Meter das Wasser hintragen, beziehungsweise meine Frau. Und das machen wir jetzt schon seit fast 5 Monaten. Ich hatte euch in einem anderen Video mal gezeigt, wie hier die Wasserleitung entlang immer schön das Wasser da in unseren neuen Küchenbereich reinlief. Wo ich übrigens schon ein bisschen weiter bin jetzt mit der Spüle, kann ich euch dann später noch zeigen. Und jetzt kümmere ich mich darum, dass die Leitung anders verlegt wird. Die kommt, das hatte ich da, ich glaube, schon gesagt, die soll direkt an dem Pfosten an der Ecke rauskommen, damit dieser Kanal hier weg ist. Der war ja zu, aber trotzdem lief das Wasser parallel des Rohres entlang. Und das soll dahin. Und deswegen versuche ich jetzt diesen ganzen Hang abzugraben, weil der ist noch höher als hier die Fläche, die mal Haus sein soll. Und dann kommen dann hier Treppenstufen hin, damit wir da hochkommen. Und nach da drüben weiß ich noch nicht ganz, wie ich es mache. Und die Leitung wird jetzt da verlegt, wo der Strick lang läuft. Hier mache ich jetzt die Leitung lang, will aber erst noch den Boden ein bisschen anpassen. Damit dann die Leitung auch tief genug in der Erde liegt, weil jetzt ist sie ja außerhalb der Erde, weil ich da schon was weggegraben habe, weil das war alles so schräg. Nur das geht nicht, dann läuft uns das alles sonst hier so zum Haus hin. Eigentlich muss dieser ganze Bereich noch sogar noch niedriger sein als das Haus. Also habe ich ein bisschen was zu graben. Ja, wie gerade zu sehen war, hat der Regen mir jetzt meine Arbeit erstmal unterbrochen. Klar, ich könnte einen Regencape anziehen, aber da bin ich dann trotzdem mal durch an den Beinen. Die Kinder haben heute gesagt, bei uns sieht es aus wie ein Schweinestall. Überall ist Matscherde. Matsch, 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 Matsch. Matsch, Matsch, Matsch. Sebastian bei seiner aktuellen Lieblingsbeschäftigung. Nämlich Bananen einpflanzen. Da ist er schon, am Lochgraben, ganz fleißig. Hier, guck mal, ich habe dir eine Banane mitgebracht. Mal Mund auf. Wo liegt die Banane? Meine ist größer. Aber da willst du noch nicht reinbeißen. In die Blätter vielleicht, ja. Aber man kann die essen, oder? Ja, die Blätter kann man essen. Die hat so Milchsaft, die will ich nicht unbedingt reinbeißen. Kannst du dich daran erinnern, dass zum Beispiel Freunde von uns, die bei ihrer, naja, was heißt Kläranlage, bei ihrem Sickerwasser gepflanzt haben? Ja. Weißt du noch, dass die Bananen dann so ein bisschen nach Dung gerochen haben? Ja. Da wolltest du bestimmt reinbeißen, ne? Da hätte ich dann reinbeißen wollen, ja. Aber die sind groß gewachsen. Die sind gewachsen. Warte, ich helfe dir beim Lochgraben. Die Sensation des Jahrhunderts. Ab heute haben wir eine wundervolle Spüle mit Aussicht. Ja gut, wenn man sich das Holzchen da, wo die Solaranlage drin ist, wegdenkt und das Kabel, wäre es natürlich noch wundervoller. So sieht das Ganze aus. Hat eine Weile gedauert, weil andere Dinge zu tun waren. Und wir freuen uns sehr darauf, das bald nutzen zu können. Ist jetzt alles angeschlossen mit Wasser, Abwasser und so. Nur der Fußboden wird noch irgendwann verändert. Aber wie gesagt, die Nutzung dessen ist freigegeben. Meine Frau traut sich noch nicht, es zu benutzen. Die will lieber noch im Eimer abwaschen. Und draußen, achso, das kann ich auch noch zeigen. Draußen ist für die Kinder das Waschbecken. Die kommen nicht rein, die müssen draußen abwaschen, damit wieder jemand was zu lästern hat. Das Waschbecken ist draußen für uns alle, aber eben auf der Höhe angebracht, dass die Kinder auch rankommen. Und ja, wenn man mal draußen noch was sauber zu machen hat, beziehungsweise Hände waschen will oder was auch immer. Und hier kommt noch ein Wasserhahn ran, der fehlt mir nur noch. Das ist nicht ganz dicht, aber ist nicht so schlimm, weil da habe ich jetzt so eine Kappe bloß, so einen Stopfen reingedreht. Und da kommt noch ein Wasserhahn ran, wenn man jetzt mal einen Eimer befüllen wollen, so einen Eimer zum Beispiel, was wir bis jetzt immer noch da oben gemacht haben. Das kann man dann auch hier machen. Und da hinten dran, an diese Stelle, soll eigentlich noch mal sowas wie eine Art Badezimmer rankommen. Nur dafür fehlt gerade die Zeit. Kommt zum gegebenen Zeitpunkt. Wir freuen uns, juhu, eine schöne Spüle. Wir hatten übrigens als Anmerkung, seitdem wir ausgewandert sind und egal wo wir gelebt hatten, ob in Paraguay oder in Peru jetzt hier, wir hatten noch nie eine Spüle, also von unserem eigenen Grundstück, selber besessen, noch nie eine Spüle mit Druckwasser. Noch nie gehabt. Das ist jetzt die Neuerung des letzten Jahrzehnts. Also
Also, so komfortabel haben wir es noch nie gehabt. Du sagst. Wieso schmatzt? Energie sagen. Da sind Eier drin, Vogeleier. Wir wissen nicht von welchem Vogel. Es kann verschiedene Vogelarten sein. Ein Kolibri. Wirklich Kolibris bei euch? Mia fängt die Sonnenstrahlen im Nebel. So ein Nebel heute hier. So ein Nebel. Ah ne, ist Rauch. Okay, also fast dasselbe. Uns hat jemand gesagt, wenn das Holz geräuchert ist, hält sich das länger. Dann gehen keine Insekten ran. Deswegen machen wir das so. Wir räuchern. Da haben wir aber zu wenig Holz an der Wand. Wir haben zu wenig Holz, deswegen zieht es noch durch. Aber wenn wir die Wände zu haben, dann ersticken wir da drin. Dann können wir hier nicht mehr. Dann können wir kein Feuer machen. Aber das soll ja auch nicht für immer da sein. Das Feuer soll ja eigentlich mal dahin. Dort, wo jetzt die Gasflasche steht, soll dann das Feuer entstehen, damit es dann richtig Bumm macht, weil die Gasflasche explodiert. Ne, da kommt man in den Ofen hin. Da bauen wir einen Ofen hin aus Stein. Und da können wir nämlich dann gleich immer was, wenn wir was versauen da beim Feuer, haben wir gleich das Wasser, können wir gleich löschen. Ja, so ist die Idee. Wenn es brennt, können wir löschen. Was machst du da? Ich will jetzt Satcha Papa ausgraben. Ah, was ist das? Das ist eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Papa sind Kartoffeln hier in Peru, also in Spanisch. Das sind aber keine Kartoffeln, weil Kartoffeln werden hier wahrscheinlich nicht wachsen bei uns, weil das Klima dafür nicht gut geeignet ist. Das Satcha Papa heißt, Satcha ist sowas wie, das ist von Quechua, das heißt wie. Es gibt Satcha Papa, es gibt Satcha Culantro, es gibt noch mehr Pflanzen. Satcha Mango gibt's. Und die wächst hier so mit solchen Blättern, das ist eine Rangpflanze. Und wenn die vertrocknet ist, dann kippt man die aus. Und die ist ja ziemlich nah am Haus, deswegen will ich die ausgraben, mal gucken, was da dran ist. An Knollen. Und dann mal, dass wir die essen können. Kann man die roh essen? Soweit ich weiß, sollte man die nicht roh essen, wie viele stärkehaltige Knollen. Es gibt Ausnahmen, aber die sollte man, soweit ich weiß, nicht roh essen. Die muss man, glaube ich, sogar ziemlich lang kochen. Aha. Ich tue einfach mit der Spitzhacke hier, den so ein bisschen locker. Mal sehen, ob überhaupt was dran ist. Stimmt. Ich habe aber jetzt gesehen am Markt, dass die jetzt aktuell das verkaufen. Also ist die Zeit jetzt gerade. Und das ist die einzige Pflanze, die ich hier bei uns entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer die Pflanze, ob die wild gewachsen ist. Da sind was Da dran. sind was dran, ja. Da habe ich sogar welche beschädigt, ja. Sind nicht sehr groß. Sind sehr kleine. Die ich am Markt gesehen habe, die waren deutlich größer. Aber es ist was dran. Ja, wenn wir sie nicht zum Essen nehmen, dann nehmen wir sie als Pflanzen und tun sie Da ist was weggefallen. verteilen. Sieht fast aus wie Das ist hier runtergefallen, ein Stück Erde. Ja, das sieht aus wie kleine Kartoffeln. Achtung. Aber die ich... Ist ja auch ähnlich wie Kartoffel. Aber die sich hier verkaufen am Markt, die sind deutlich größer. Aber die werden wahrscheinlich da in Plantagen angebaut. Wobei das jetzt nicht mehr so kommerziell ist wie... Das ist... Wow, nochmal einer. Ja. Also das wird ja verkauft, aber nur in solchen regionalen Märkten. Also es ist nicht so kommerziell mehr. Das ist nicht, dass sie das alle ständig essen. Die essen ja auch mehr Yucca, mehr Kartoffeln. Das ist eine Ja, große. das ist eine größere. Ja, Boah, ja. Das ist eine große. Pflanze gewesen. Allerdings, wie gesagt, die man kaufen kann, die sie hier anbieten, die sind teilweise noch. Wie groß denn? So teilweise wie große Boah, Kartoffeln. richtig dick und groß. Ja. Aber vielleicht kommt das auch darauf an, welchen Boden man hat. Ich guck nochmal, ob da was drin steckt. Aber ich glaube, die spritzen einfach. Die Kann Felder. nur sein, dass sie die düngen, ja. Wobei ich, wie gesagt, mir nicht vorstellen kann, dass die hier groß in Plantagen angebaut werden, sondern wirklich mehr so von einzelnen kleinen Bauern kommen. Ich glaube, da ist nichts mehr. Und kann die Pflanze wieder neu wachsen? Oder? Ja, man tut einfach wieder eine Knolle in die Erde stecken, ähnlich wie bei Kartoffeln, und dann wächst die wieder neu. Kann Cool. aber ein andermal zeigen, wenn die frische Triebe hat, weil die ist jetzt halt nun komplett vertrocknet. Willst du eine große in die Erde stecken? Ich glaube, ich werde mich nochmal informieren, ich glaube, es reicht. Hier ist noch ein Trieb. Der ist grün. Der ist noch grün, ja. Das sieht sehr klein aus. Ja. Kann aber sein, ich übersehe sowieso was hier, dann wächst es eh wieder hier. Allerdings wollen wir sie nicht so nah am Haus unbedingt hier wachsen haben. Tja, Papa.
Ich guck mal nach, ob es dafür überhaupt einen deutschen Namen gibt oder einen englischen oder halt in. Ja, die jetzt gerade hat gerade angefangen, die hat Mini-Knollen. Die grabe ich einfach wieder irgendwo Das gleich. ist richtig winzig. Das kann sein, dass die über den Ausleger von der Mutterpflanze entstanden sind. Oder von der Knolle eben schon. Hier sieht man es mal ein bisschen besser. Die größeren werden wir kochen hier. Die sind immer noch sehr klein. Also wie gesagt, die ich in der Stadt gesehen habe, die waren deutlich größer. Die waren gleich so groß wie die 4 zusammen hier. Eine dann. Aber ja, was soll's. Wir haben die nicht, die waren schon da. Wir haben die nicht dahin gepflanzt. Und diese kleinen, die werde ich säen, in die Erde stecken. Als Saat nehmen und dann zeigen wir euch dann später. Ich werde die jetzt gleich mal waschen. Und dann zeigen wir euch mal, wie die aussehen. Man sieht das hier innen drin so ein bisschen. So violett. Die sind violett und die sind auch innen drin violett. Und auch die Schale ist dunkel. Und wenn man die kocht, sie bleiben noch ein bisschen violett. Und die ganzen kleinen hier, ich glaube, das lohnt sich nicht, die alle zu kochen. Weil so haben wir mehr davon, wenn wir es in die Erde stecken. Weil das ist immerhin Bio. Wir spritzen hier nichts. Die sind nicht irgendwie mit Pestiziden belastet. Es ist besser, wir stecken die in die Erde rein, als welche, die wir kaufen würden. Wie man eben auch eine Kartoffel waschen würde. In der Bürste. Aber das ist nicht so violett. Jetzt ist mehr so. Nö, die sieht jetzt irgendwie ein bisschen anders aus. Ja, bin ich auch gerade erstaunt. Aber wenn ich das richtig mal gelesen habe, gibt es da verschiedene Farben von. Cool. Und Die ist vielleicht mehr violett. Oder vielleicht auch so. weiß ich nicht. Also die wir gekauft haben, die waren außen mehr violett. Aber ich bin mir von den Blättern her sicher. Ich hatte auch nachgefragt. Jetzt haben wir diese gewaschenen. Oh, auf dem Video sehen die ein bisschen anders, sehen die rötlicher aus. Die sind nicht ganz so rötlich. Die sind mehr so, wie eine Kartoffel fast so. Hellbraun. Wir tun die jetzt in unseren Instant Pot rein, mit Wasser, gerade zu bedecken. Und dann werden die mit Druck garen 10 Minuten etwa gekocht. Ja, falls es euch interessiert zu diesem tollen Gerät, werden wir demnächst noch mehr Videos machen, weil wir sind total davon überzeugt, weil das einfach so umfangreiche Funktionen bietet und echt toll ist und sparsam. Genau, wir zeigen euch dann, wie es aussieht, wenn wir es aufgeschnitten haben. Was? 8? 10. Und Start. So sehen sie jetzt aus, wenn sie gekocht sind. Sieht doch recht toll aus, oder? So farblich. Und ich probiert. Ich habe es gerade schon probiert. Ich weiß, wie es schmeckt, aber ist schon länger her. Das letzte Mal war vor etwa 2 Jahren. Und mir schmeckt es sehr gut. Das ist wie eine festere Kartoffel. Und am Abgang erinnert es ein bisschen, als wenn Kartoffeln mit Bohnen gemischt werden. Es hat einen leichten Bohnengeschmack. Lecker, Sacha Papa. Das schmeckt gut. Mit Hummus oben drauf. Kindgerecht dargeboten. Nam, 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 nam. Ich weiß, du bleibst stehen, weil du mein Freund bist. Oder? Ja, ich bin dein Freund. Es brennt, Sebastian! Es brennt! Du lachst dabei. Mach Es ist was! alles authentisch. Wieder mal gucken, unser Nachbar der hat vor kurzem da frei gemacht. Gucken wir mal. Hier habe ich erst vor kurzem Bananen gepflanzt. Hier und hier. Die sind kleine noch. Hatte ich glaube sogar aufgenommen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das zum Glück ist hinten alles noch zugewachsen. Wenn, dann kann nicht viel passieren. Ist noch nichts gepflanzt. Übrigens, das hier sind die Grenzpflanzen. Die machen sie hier Pflanzen als Grenze hin. Das ist eine, ich habe nachgeguckt. Die nennen sie hier Amankai. Die machen es an der Grenze hin, weil das eine sehr robuste Pflanze ist. Ich habe da schon ein paar rausgemacht. Die wird über Zwiebeln vermehrt. Über Steckzwiebeln. Und Amankai ist eine Lilienart, ich glaube. So, sieht toll aus, hä? Naja, das ist ja nicht unser Wald, ja, aber das, was noch grün ist, gerade hin, ist uns. Puff, puff macht's, ne? Das ist hier gängige Praxis. Abfackeln und nachher sehen. Geht schnell. Allerdings ist es nicht sehr nachhaltig, meiner Meinung nach. Brandrodung.
im Park, weil haben wir da mehr Angst gehabt, weil da war so ziemlich nah am Haus. Und ja, das Problem ist nur halt, wenn wir jetzt da schon was gepflanzt hätten oder wie unser Nachbar oben ganz nah das Haus an der Grenze gebaut hätten, dann wäre es natürlich ein bisschen gefährlicher. So mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Der Nachbar ist da, oftmals geht die auch weg und zünden das an und gehen weg, das haben wir auch schon erlebt. Der ist aber da und achtet darauf, dass es hier nicht in den Wald reinbrennt. Ist ja sein Wald. Und zu uns hin sieht es auch gut aus. Ich glaube, die haben das unter Kontrolle. Ich bin da einfach im Vertrauen. Ja, jetzt ist es Abend. Derjenige, der das gemacht hat, das war nicht unser Nachbar, der hat das scheinbar jemanden verpachtet, hier das Stück. Und die haben so ein L, da hinten haben sie so und so gemacht, ja. Weiß nicht, wieso sie da unten das Stück nicht mitgemacht haben. Da unten ist, das müsste ein Avocadobaum sein. Und da drüben sind auch ein paar Bäume angefallen. Aber ja, das ist gängige Praxis hier in Südamerika, nicht nur in Peru. Arbeit! Ich bin zu stark! Arbeit fertig! Ich bin zu stark! Der Stiel reißt. Ich habe zu viel Kraft. Was hast du gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Mit meiner mir von Gott gegebenen Kraft. Naja, wir werden das mal gucken, dass wir es reparieren können. Wir? Du? Ja. Das machst natürlich du. Warte, mach das. Warte. Ja. Vielleicht liegt das ja an deiner Lagerung. Ja, das steht einfach nur so hier, so neben den Ananasköpfen, die ich noch einpflanzen werde. Und ich vermute, ich weiß es nicht, weil manchmal stand so weiter drüben, dass es zu viel in der Sonne war. Da hat halt so viele kleine Risseschnitte drin, man sieht das. Ich hätte es vielleicht mal ölen sollen. Naja, ich bin da nicht sehr aktuell. Deine Handschuhe sehen auch so aus, als hättest du die Das hätte lange ich mal nicht ölen geölt. sollen. Jedenfalls das Werkzeug, das ist nicht optimal, wie es gerade gelagert ist. Aber man sieht ja, wenn man keine Wände hat. Ich wollte gerade sagen, da kommt voll die Mittagssonne raus. Ich stelle Ne? das mal gegen die Wand. Ja. Hält nicht. Ja, das ist das Problem. Und klar, ich könnte doch ein Loch reinbohren und dann hier oben hinhängen. Allerdings haben wir dann Da kommt ohne aber Wand. kommt immer noch Mittagssonne gegen. Immer noch Mittagssonne, ja. Ja. Und über deinem Kopf ist auch sowas, was wir seit Ewigkeiten lagern, ne? Das sind da, ich weiß, ob da noch was keimt von. Das sind Samen, die jetzt wahrscheinlich schon teilweise angefressen sind. Wobei, es sieht noch ganz gut aus. Was sind das so unten welche? Wir wissen schon nicht Da mehr. ist wahrscheinlich mehr Schimmel als alles andere. Chirimoyasamen und solche Sauersachen. Ja, die mag schleudern demnächst besser als. Weil die produzieren bloß Schimmel. Da kommen schon die Rieselchen raus von den Tieren. Umari ist dabei. Mango, Palta. Also habt gehört, falls ihr Schimmelsamen braucht, schreibt uns in den Kommentaren. Mami-Apfel. Wir müssen Samen verschenken, das ist alles schimmelig. Schaffen wir nicht. Ja, wenn ihr die Versandkosten bezahlt, dann schicken wir euch das. Nimmt an der Verlosung teil. Es gibt Gabbelsamen. Sieht aus, als würdest du meditieren. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, das kann ich mit meinen Gedanken reparieren. Das wäre natürlich am leichtesten. So löst Sebastian natürlich immer seine Probleme. Er ist in der Hocke und denkt über das Problem nach. Ich sage euch, das kann manchmal sogar eine Stunde dauern. Wenn eine Stunde vergangen ist, dann kommt er meistens zu mir und erzählt mir seine Gedankenkonstrukte. Und ich habe es auch schon geschafft, dann ein Problem in 10 Minuten zu lösen. Wenn der Herd zu heiß ist, dann muss mein Mann umrühren. Kochen im Feuer, nicht über Feuer, im Feuer. Mittendrin stand nur dabei. Boah, er dreht die Augen.